Ich habe heute eine Geschichte, in der es um zwei Touristen geht, Sabine und Fabian. Die beiden wurden im Urlaub Opfer des Straßenkünstlertricks. Hallo, ich bin Tom. Die folgende Geschichte spielt in Italien. Diesen Trick gibt es aber weltweit. Von Berlin, Barcelona, Rom, Paris, über London bis nach New York und Bangkok. Sabine und Fabian hatten sich monatelang auf ihren Italienurlaub gefreut. Als sie endlich in Rom ankamen, war die Sonne warm, die Luft erfüllt vom Duft italienischer Küche. Und die Stadt schien vor Geschichte zu pulsieren. Ihr Hotel lag in der Nähe der Spanischen Treppe, einem der berühmtesten Orte der ewigen Stadt. Am dritten Tag ihres Aufenthalts beschlossen Sabine und Fabian, die Spanische Treppe zu erkunden. Die Stufen waren voller Menschen, Touristen und Einheimische gleichermaßen. Die Atmosphäre war lebendig und an jeder Ecke gab es etwas Neues zu entdecken. Während sie die Treppe hinaufstiegen, hörten sie Musik und sahen eine Menschenmenge, die sich um einen Straßenkünstler versammelt hatte. »Schau mal, das sieht interessant aus«, sagte Fabian und zog Sabine näher zu der Menge. Ein talentierter Jongleur balancierte auf einem Einrad und jonglierte gleichzeitig mit brennenden Fackeln. Die Zuschauer waren fasziniert, klatschten und jubelten bei jedem spektakulären Trick. Sabine und Fabian ließen sich von der Show mitreißen, lachten und machten Fotos. Was sie nicht bemerkten, war ein Mann, der sich unauffällig durch die Menge bewegte. Mit geschickten Händen griff er in die Taschen der Zuschauer, nahm sich Wertsachen und reichte sie schnell an einen Komplizen weiter. Dieser Trick war perfekt inszeniert und Sabine und Fabian waren ahnungslos. Nachdem die Show zu Ende war, klatschten Sabine und Fabian begeistert und machten sich auf den Weg weiter, die Stadt zu erkunden. Doch als Fabian sein Handy aus der Tasche holen wollte, um eine Route zu überprüfen, bemerkte er, dass es verschwunden war. »Sabine, mein Handy ist weg«, rief er panisch. Sabine griff sofort nach ihrer Handtasche und stellte fest, dass auch ihre Geldbörse fehlte. »Oh nein, nicht auch das noch«, stöhnte sie. Sie fühlten sich hilflos und betrogen. »Das muss während der Show passiert sein«, sagte Fabian und erinnerte sich an den Artikel, den er kurz vor der Reise gelesen hatte. Er hatte von dem Straßenkünstlertrick gehört, aber nie gedacht, dass es ihnen passieren könnte. Sabine und Fabian setzten sich auf eine nahegelegene Bank und versuchten sich zu beruhigen. Sie erinnerten sich an die Tipps, die sie gelesen hatten. Wertsachen immer nah am Körper tragen. Vorsichtig bei großen Menschenmengen sein und verdächtige Bewegungen im Auge behalten. Doch nun war es zu spät. »Wir müssen unsere Bank anrufen und die Karten sperren lassen«, sagte Sabine entschlossen. Zum Glück hatten sie die Notfallnummern in einer Innentasche aufbewahrt, die noch sicher war. Nach einem hektischen Anruf bei ihrer Bank und der Polizei, die ihnen bestätigte, dass solche Vorfälle an der Spanischen Treppe keine Seltenheit waren, beschlossen Sabine und Fabian, den Rest des Urlaubs vorsichtiger zu gestalten. Sie kauften sich Brustbeutel und Geldgürtel und nahmen sich vor, in Zukunft immer aufmerksam zu bleiben. Der Vorfall hatte ihre Urlaubsstimmung zwar getrübt, aber sie beschlossen, sich den Spaß nicht verderben zu lassen. Sie genossen die restlichen Tage in Rom. Sie besuchten das Kolosseum, die Vatikanischen Museen und machten romantische Spaziergänge entlang der Tiber. Ihre Wachsamkeit zahlte sich aus und sie konnten den Rest ihrer Reise ohne weitere Zwischenfälle genießen. Als sie schließlich nach Hause zurückkehrten, erzählten sie ihren Freunden und Familien von ihrem Abenteuer und warnten sie vor den Tricks, die in beliebten Touristenzielen lauern. Sabine und Fabian hatten aus ihrer Erfahrung gelernt und waren fest entschlossen, in Zukunft nicht mehr in solche Fallen zu tappen. Ihr Italienurlaub war trotz allem ein unvergessliches Erlebnis, das sie mit einem Lächeln im Gesicht und einer wertvollen Lektion im Herzen beendeten. Das war die Geschichte von Sabine und Fabian über den Straßenkünstlertrick in Italien. Ich habe übrigens 2 Links in die Videobeschreibung gepackt. Einmal für den Brustbeutel und für den Geldgürtel, falls du dich vielleicht auch besser schützen willst oder musst im Urlaub. Hast du schon mal etwas Ähnliches erlebt?
schreib es mir gerne in die Kommentare oder schreib mir eine Nachricht. Vielleicht kann deine Geschichte ja anderen Menschen auch helfen. Ich kann die Geschichte auch, wie in diesem Fall, gerne fiktiv erzählen, die nur rein zufällig mit deiner Geschichte Ähnlichkeit hat, damit keine Rückschlüsse auf dich möglich sind. Generell, wie fandest du diese Art von Video, das Ganze als Geschichte zu hören? Schreib es mir gerne in die Kommentare, wenn möglich positiv oder zumindest konstruktiv. Ich freue mich drauf und vielleicht lässt du mir auch einen Daumen hoch da. Bis bald. Ciao, ciao.